Deutschland hat nicht einen Bundespräsidenten, sondern 4. Den amtierenden Bundespräsidenten Steinmeier und dann noch die 3 ehemaligen Horst Köhler, Christian Wulff und Joachim Gauck. Wir haben in Deutschland also mittlerweile mehr Auswahl an Bundespräsidenten als an Mobilfunkanbietern. Klasse Sache. Und die Versorgung dieser ganzen Präsidenten, die wird langsam ganz schön teuer. Sogar der Bundesrechnungshof kritisiert aktuell die hohen Zahlungen an Altpräsidenten. Es gibt einige Sachen darüber, die hat man immer schon mal so halb mitbekommen irgendwo. Man weiß zum Beispiel, ehemalige Bundespräsidenten bekommen bei uns für den Rest ihres Lebens ihr volles Gehalt. Das sind derzeit 236.000 € pro Jahr. Sie bekommen Büroräume plus Personal gestellt und Dienstwagen plus Fahrer. Das ist so der grundlegende Rahmen, der vielen soweit bekannt war. Aber der Bundesrechnungshof hat jetzt einen Prüfbericht vorgelegt, da fällt hier die Kinnlade runter, ja? Also man hätte ja etwa denken können, bei 3 ehemaligen Bundespräsidenten kriegt halt jeder so seinen eigenen Dienstwagen plus Fahrer. Okay, halb so wild, kann man irgendwo machen. Aber tatsächlich haben laut dem Prüfbericht vom Bundesrechnungshof allein diese 3 Bundespräsidenten insgesamt 18 Autos benötigt. Mit diesen ganzen Wagen möchte man natürlich nicht einfach irgendwo vorfahren, sondern das Büro im Ruhestand soll natürlich was ganz Besonderes sein. Und es ist tatsächlich so, dass einer der ehemaligen Bundespräsidenten, dessen Name im Bericht leider nicht genannt wird, sich tatsächlich ein Büro finanzieren lässt, das 90.000 € Miete im Jahr kostet und 270 Quadratmeter groß ist. So was ganz Feines, ne? Also um das wirklich mal ins Verhältnis zu setzen, dieser amtslose Ex-Präsident gönnt sich da wirklich ein Büro, das doppelt so groß ist wie das der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und nochmal zur Erinnerung, diese 90.000 € Mietkosten, die bezahlt er nicht selbst von seinem Bundespräsidentengehalt, sondern die bekommt er nochmal obendrauf. Solche Mietzahlungen fallen an, obwohl die Ex-Staatsoberhäupter nur durchschnittlich 2,6 Tage pro Monat im Büro wirklich anwesend seien und dort häufig ausschließlich private Tätigkeiten verrichten würden. Ja geil! Riesenbüro zu Luxuspreis, dafür, dass man weniger als 3-mal im Monat überhaupt reinschneit, um dann auch nur irgendwelchen privaten Scheiß abzuwickeln. So, und wo wir schon mal bei privatem Scheiß sind: Reisekosten für Privatreisen, etwa zu Geburtstagen von Bekannten oder Ehefrauen, ein Aufenthalt im Freizeitpark oder Übernachtungen in hochpreisigen Hotels. Auch das wird alles nicht aus eigener Tasche, sondern nach Angaben des Rechnungshofs über den Reiseetat des Präsidialamts abgerechnet. Und die Kirsche obendrauf, auf dieser astreinen Altersversorgung: Einkünfte durch Vorträge, Bücher oder Beratungsmandate werden nicht verrechnet. Und das heißt, obwohl Sie alle diese Aufwendungen bekommen, ja, also angefangen vom vollen Gehalt bis ans Lebensende, über die bezahlten Büros und Angestellten bis hin zu den Dienstwagen und Fahrern, obwohl Sie das alles bekommen, ist es trotzdem kein Problem, dass Sie Open-End noch so viele Jobs, wie Sie wollen, irgendwie annehmen nebenher, um sich dann noch zusätzlich etwas dazu zu verdienen, ohne dass diese zusätzlichen Einkünfte von Ihrem sogenannten Ehrensold abgezogen werden. So kann sich zum Beispiel Ex-Präsident Christian Wulff zusätzlich zu seinen rund 200.000 € lebenslanger Rente noch ein bisschen was dazu verdienen, zum Beispiel als Berater für eine Schweizer Immobilienfirma oder als Prokurist für ein türkisches Modellabel. Aber selbst ohne solche Multijobber wie Wulff, wir haben wirklich bei der Versorgung der ehemaligen Bundespräsidenten einen Punkt erreicht, der wirklich einfach nur noch absurd ist. Heute erhält ein ehemaliger Bundespräsident mehr als der aktive Kanzler, wegen Zuschlägen teils auch mehr als der aktive Präsident. Also jetzt nichts gegen ältere Menschen oder eine gute Versorgung im Alter, aber das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Also gerade vor dem Hintergrund, dass bei der normalen Bevölkerung die Altersarmut drastisch zunimmt, ist so eine Politik doch wohl ein schlechter Witz. Ich finde es gut, dass der Bundesrechnungshof diese Missstände öffentlich macht und kritisiert. Aber Kritik alleine wird nichts bewegen. Das heißt, die Verantwortung, diesen Unsinn irgendwie wieder gerade zu rücken, liegt bei der Politik. Und dass dort immer wieder, sobald diese luxuriösen Missstände thematisiert werden, dass dort immer wieder weggeschaut, abgeblockt und ignoriert wird, das ist aus meiner Sicht der eigentliche Skandal.